In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der eine vertikale Linie zeichnen kann. Wenn die aktuelle Kerze die höchste Kerze ist, wird auch ein Sell Trade ausgeführt. Also schauen wir uns mal an, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der die höchste Kerze identifiziert und einen Verkaufshandel ausführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Trade-Bibliothek ein, um ihre Funktionen für Handelsoperationen zu nutzen. Wir erstellen eine Instanz der Klasse cTrade mit dem Namen Trade. In der Funktion OnTick berechnen wir den Bitpreis unter Verwendung von Symbol InfoDouble mit dem Parameter Symbol Bit und normalisieren ihn auf die durch Digits angegebene Anzahl von Ziffern. Wir erstellen ein Array mit dem Namen Price Information, um die Preisdaten zu speichern. Mit der Funktion ArraySetAsSeries wird das Array von der aktuellen Kerze abwärts sortiert. Anschließend wird dieses Array mit Hilfe der Funktion CopyRates mit den Preisdaten der letzten 100 Kerzen gefüllt. Als nächstes erstellen wir eine Variable namens HighestCandle, um den Index der höchsten Kerze zu speichern. Außerdem erstellen wir ein Array mit dem Namen High, um die höchsten Preise zu speichern. Die Funktion ArraySetAsSeries wird erneut verwendet, um dieses Array von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Mit der Funktion CopyHigh füllen wir das Array High mit den Höchstkursdaten der letzten 100 Kerzen. Die höchste Kerze wird mit Hilfe der Funktion ArrayMaximum berechnet, die den Index des höchsten Wertes im Array High zurückgibt. Wenn die höchste Kerze die aktuelle Kerze ist, Index 0, und es keine offenen Positionen gibt, Positions Total ist gleich 0, führen wir einen Verkauf von 10 Microlots aus. Die Funktion TradeSell wird mit Parametern für die Lotgröße 0,110, das Symbol 0, den Preis Bit, den Stop-Loss Bit plus 150 Punkte, den Take-Profit Bit 50 Punkte und den Kommentar 0 verwendet. Anschließend rufen wir die Funktion Drawline auf, um eine vertikale Linie auf dem Chart zu zeichnen. Die Funktion Comment wird verwendet, um den Index der höchsten Kerze auf dem Chart anzuzeigen. Die Funktion Drawline löscht zunächst alle vorhandenen Linien mit dem Namen Line auf dem Chart. Anschließend wird mit Object Create ein neues vertikales Linienobjekt mit dem Namen Line zum aktuellen Zeitpunkt erstellt. Die Farbe der Linie wird mit ObjectSetInteger und dem Parameter OBPropColor auf Magenta und die Breite mit dem Parameter OBPropWidth auf 1 gesetzt. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Jetzt sollte der Expert Advisor auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der die höchste Kerze identifiziert und einen Verkaufshandel mit ein paar Zeilen MQL-Code ausführt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, ich denke, Sie sollten jetzt vertikale Linien auf Ihrem Chart sehen und vielleicht den einen oder anderen Sell Trade. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Falls das alles zu schnell für Sie war oder Sie keine Ahnung haben, was der ganze Code bewirken soll, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Andernfalls sehen wir uns dann im nächsten Video.